Hallo Welt, da sind wir wieder auf unserem Raumschiff. Der Unreliable. Ah, da ist sie. Und wir wollen einmal mit Ava sprechen. Impeccable timing, Captain. I was about to watch the latest episode in Halcyon Helen's thrilling serial adventure. Ach was, sie spricht schon mit uns? Welcome back, Captain. Hallo. How can I be of assistance? Du hast doch was erwähnt. Etwas von einem Ätherwellendrama. Das würde ich mir schon gerne ansehen. Certainly, Captain. I was hoping you would ask. It was the law-forsaken parasites. I had become obsessed. My quest to stop them. To avenge my partner, Philip. And my ex-partner, Bernice. And Lieutenant Jurgen. And those two informants had brought me to Rizzo's distillery. But it wasn't just the triple distilled deliciousness of Rizzo's Spectrum brand vodka that I found there. It was death. I made sure the Brain Eaters paid the price. But at what cost to me? It's you. This is the Halcyon News Network with breaking news. Halcyon Helen has been murdered. Administrator Ludovico of Rizzo's refused to answer the big question on everyone's mind. Who will Spectrum Vodka's next spokesperson be? Claiming that a special investigation must be concluded first. Captain, we have a communication coming in from one Administrator Ludovico. Get off the transmission, Cedric. We agreed to let me do the negotiating. Law be with you, friend. I am Administrator Ludovico of the famed Eridanos Atmospheric Complex. But there's no need to stand on formality. You may address me as Mr. Ja, da müssen wir aber sofort was unternehmen. Wir haben gar keine Zeit zu reden. Wir sollten sofort dahin und gucken, was da passiert ist. Ich könnte dich auch Lou nennen. Ja, nicht so persönlich werden. Ja, genau. Ich mag weder dich noch deine Einstellung. Wer bist du überhaupt? Kennen wir uns? Hast du dich uns vorgestellt? Haben wir uns dir vorgestellt? Lasst mich raten. Na gut, was kann ich für Sie tun? Ein Mensch, dessen Namen ich nicht aussprechen kann? Ludovico. Halcyon Helen is dead. Nein! Murdered. Her death is the tragedy of our lifetime. As the face of our new product line, her murder is a stain on the Rizzo's brand. She was scheduled to unveil our newest product, Spectrum Brown, before this tragic event. But we cannot move forward with our unveiling until we apprehend the killer. Ja, das behaupten alle, aber vielleicht, sie war ja auch schon ziemlich alt, oder? Vielleicht ist sie ja auch eines natürlichen Todes gestorben? Man weiß es nicht, oder? Wer ist denn überhaupt Halcyon Helen? You can't be serious. Halcyon Helen, greatest cultural icon of our colony, empress of the aether waves. All right, Ludovico, that's enough. You don't know what you're doing. Let me handle this. Captain Hawthorne,
Sublight's favorite freelancer. I'm such an admirer of your work. Cedric Kincannon, Sublight Underground. I'm so glad we're hiring a third-party investigator. No one wants to see a troop of UDL guards stomping all over my hotel, least of all me. The murder of Halcyon Helen is a heinous assault on this colony. I look forward to watching you find the miscreant responsible and drag them out of the shadows. Ja, ich? Wieso mache ich das alles für euch? Die mögen uns doch alle gar nicht. Oder doch? Wir haben das Universum nicht zerstört, also irgendwie. Also inwiefern ist denn der Tod eines C-Promis ein Angriff auf die Kolonie? Two-bit actor. Oh, Captain. This isn't Spencer Woolridge we're talking about. This is Halcyon Helen, Princess of Periodicals, Duchess of Dramaturgy. You would not believe the money she made us on Dissident Busters. For law's sake, Cedric, could you show a little discretion and not bring up your contraband operations in front of an outsider? Please, Lou. Sublight Underground is built on discretion. I'm establishing rapport with our new contractor. Let's not give her the impression that you can't be trusted. Do you really want to do this right now, Cedric? You want to antagonize me while I'm negotiating a contract. Because I promise you, I'll win. Also, meine Herren, bitte, was mich betrifft, seid ihr beide Idioten. Ja, können wir bitte wieder zum Punkt kommen? Nee, redet ruhig weiter. We can do this anytime you want. I'll even make an appointment. I'm sure your schedule's wide open. What with your product launch being indefinitely delayed due to unforeseen murder. All right, Cedric. If that's how you want to behave, I have no choice but to file an official reprimand on your permanent record. Oh, please do. I'd love an official reprimand from a failed executive. Could you do me a favor and have it laminated? Could we please stop this nonsense? Captain, I'm Constable Maria Keene. Hiring a third-party investigator was my idea. I've been studying your dossier. You're a specialist. I understand you have a talent for misappropriation and bypassing security. I may not approve of these talents, but I appreciate your skill. As far as I'm concerned, you're the ideal inspector for this case. Ja, die mag ich. Die weiß nämlich, wer wir sind und was wir können. Die weiß das Inspektorin Lucretia. Klingt gut, ja. Da ist das nicht eher ein Gendarmin-Job? Wie viele Leute sind denn noch in dieser Übertragung drin? Ja, wirklich. Just the three of us. Also, nur 3 also. Ein mordlüsterner Gärtner-Bot springt nicht zufällig gleich in den Anruf hier. Also ich frage nur, weil bei all dem Gestreite wird es langsam schwer zu folgen. Obwohl das mit der Zwillingsschwester und dem mordlüsternen Gärtnerbot ist auch nicht schlecht. You must excuse us. The situation on Eridanos is tense. If we don't bring Helen's killer to justice, this scandal could scupper our entire operation. Please, Captain, I'm asking you to help us. While you're pursuing your investigation, we'll make you a guest of honor at the Grand Colonial. Ja genau, ich schaue mir erstmal die Hotelbar an und entscheide dann. Nein. Falls ich in die Gegend komme, ihr könnt auf mich zählen. Darum sind wir hier im Universum. The future of our complex may depend on your success. I'll leave you in the constable's care. Mr. Kincannon and I must have a word. Fine. Bud Rizzo's is paying for that hotel room. I can't tell you how grateful I am for your help.
And even though they may not show their gratitude, I know Administrator Ludovico and Mr. Kincannon appreciate your involvement. Mr. Kincannon could lose his spaceport if board authorities took over the investigation, and if Rizzo's is forced to cancel its unveiling, we might never recover. Also du wirkst ziemlich kompetent. Du hättest das doch auch in den Griff kriegen können, oder? I represent the law, Captain. But what's happening between Mr. Kincannon and the Administrator is politics. Politics are not my area of expertise. Na und The law meins? is simple. Politics are complicated. Also immer mit der Ruhe. Es gibt nichts, womit ich nicht fertig werden könnte. Außer, was ist denn mit unserem Schiff? Da stehen manchmal Kühe im Laderaum. Du klingst ein wenig erschöpft. Me? Worn out? Perish the notion. My days are filled with catering to the oh-so-reasonable requests of Mr. Ludovico and Mr. Kincannon. What's not to like? Die wirken auf mich wie Arschlöcher. Die scheinen mir nicht besonders angenehm. Your words, not mine. Please don't take my lack of disagreement as anything other than fatigue. I am a content, productive, and happy member of our society. Oh, die hören noch zu, oder? Natürlich, die ganze Zeit hören sie zu. Also, Helen muss ja sehr beliebt gewesen sein, wenn ihr Tod euer ganzes Unternehmen beenden könnte. Helen was more than popular. She gave something to this colony that no product line could ever provide. Real happiness. No one has ever been as well known or as well loved. Outside of our courageous business leaders. Na schön, ich denke, dann weiß ich, was ich brauche. Ja, zumindest weiß ich, was ich weiß. Transmission terminated. Captain, we are now cleared to land at the Eridanos atmospheric complex. Auf nach Eridanos? Hört sich das gesund an? Okay, Ada, was kannst du mir über Eridanos erzählen? Eridanos is a hydrogen-helium gas giant, distinguished by a well-defined ring system. The Eridanos atmospheric complex is a system of land masses propelled through a thin layer of the upper atmosphere, where humans are potentially capable of surviving. Also gut, wir packen unsere Masken ein und halten sie ein wenig auf dem Planeten und dann sind es Gasmasken. Ich weiß nicht, warum sie mir zutrauen, Helens Mörder zu fassen. There are several reasons why someone would hire your services. In descending order of likelihood, they are as follows. Desperation, confusion, mistaken identity, inebriation, and genuine faith in your abilities. Oh. Ja, danke für das Gespräch. Sehr nett. Hast du noch einen Witz für uns? Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Ich will lachen. Oh, Moment. Keine Unterhaltung? Certainly, Captain. What would you like to hear? Erzähl mir einen Witz. A neutron walks into a bar and asks, "How much for a Rizzo's rum and something?" Leering, the bartender replies, "For you, no charge." As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. Danke. Mhm. Auf nach Halcyon. Nein, wir sind Halcyon. Moment, auf nach... Wohin sollten wir? Gorgon. Ich will wieder nach... Wir sind auf Gorgon. Ich will nach Hope. Wir sind Hope. Nein, Hope gibt es doch nicht mehr. Groundbreak. Wir fliegen hierhin. Da leuchtet so grün. AG 211, Eridanos, Halcyons zweiter Jupiter-ähnlicher Gasgigant. Seine Atmosphäre ist reich an Wasserstoff, Helium und verschiedenen Edelgasen. Destillationseinrichtungen in der Atmosphäre bauen die Gase zur Energiegewinnung ab.
Benutze die Systemkarte, um zu Planeten, Asteroiden und Stationen des Halcyon-Systems zu reisen. Ja. Wollen wir es angehen? Ja. Und da fliegen wir mit unserem Raumschiff. We're now docked at Eridanos' luxury landing pad. Wie bitte? Wir haben einen Levelaufstieg erhalten. 33. Wir können bis 33 aufsteigen. Und Crew? Please do not leave items lying about the cargo hold. Ja, genau. Wie geht es euch allen? Wen nehmen wir eigentlich mit? Es ist der Captain. Er ist wieder da. Gibt es hier irgendetwas Neues? Unser Wasserfarbengemälde. Ja, das ist das Beste überhaupt. Ein ziemlich furchtbares Wasserfarbengemälde eines Teepot-Möters. Auf der Rückseite befindet sich eine Signatur von Mini Ambrose. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr. Und unsere Kiste ist voller als voll. Aber es geht immer noch mehr rein. Ja, dann geht's doch noch voller. Was ist das Schönes? Ein Barwagen. Erstmals Besitz von Fry. Postum einer nobleren Verwendung zugefügt. Deiner Kajüte. Aber natürlich doch. Ja, bevor wir uns hier jetzt verlieren, gucken wir noch einmal die E-Mails an. Keine neuen E-Mails. Gut. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Gucken wir nochmal nach der Crew da oben, wie es denen so geht. Hier fehlt jemand. Alles ist so grün. Status report. Felix. 13 jobs scheduled for area maintenance. Hey, Nyoka, wie geht's? You know, of all the places we've been, this is the closest I've felt to something that can work. This whole complex, I mean. They've got gainful employment, a wilderness reserve for fun, an enormous roof over people's heads. Maybe after the dust settles, they could shore up some holes and be an example to the rest of the colony. Here's hoping. Ja, dann reden wir später miteinander, oder? Ja, mit dir rede ich nicht. Du guckst mir schon so komisch. Was ist das? Können wir das überhaupt schon? Ellie? Does being on the case give us temporary immunity? Think they'll let us confiscate a few stray bits? Wir reden auch mit dir, reden wir später, okay? Durchlöcherte Lederjacke. Jetzt besser gelüftet. Belüftet als zuvor. Okay. Was ist das Schönes? Purple Berry Bunch. Wessen Raum ist das denn hier nochmal? Haben wir nicht auch irgendwen verloren? Ja, da war doch was. Und was ist hier mit unserem... Moment. Was ist hier mit unserem Kumpel? Beutel mit schimmeligen Herzküchlein. Diese schimmeligen Rizzost-Herzküchlein sind steinhart, seltsam entfärbt und Jahrzehnte jenseits ihres. Keine Reklamationen nach diesem Datums. Jo, okay. Zum Warmwerden, denke ich, reicht's. So, dann steigen wir mal aus. Sind wir schon angekommen? Wir sind schon die ganze Zeit da. Die Leute packen schon wieder ein da draußen. Übergang zu Eridanos. Los geht's. Auf. Geht nicht. Oh, was mache ich falsch? Wir müssen erstmal unsere Sachen checken. Nein, auf geht's. Wir müssen erstmal checken, was da Good draußen. luck, Captain. Vielen Dank. Moment, wie hat ihr uns genannt? Wen nehmen wir denn mit? Wir brauchen jemanden, der nachdenken kann. Ellie. Und wir brauchen jemanden, der den Fisch dabei hat, oder was? Wir brauchen jemanden, der Verständnis für Maschinen und so etwas vielleicht hat. So, sollen wir die beiden mitnehmen?
Ich weiß nicht. Ist Ellie nicht immer die Ängstliche gewesen? Oder wer war das? Den hier, wie kam Max? Hatten wir den überhaupt schon? Ich denke, das reicht. Ich hätte Nyoka gerne dabei, aber das ist unsere Geheimwaffe. Die holen wir später. Okay. Halsey und Helen, da ist sie. The Brain Eaters. Gruselig. Ach was. Dafür gab es jetzt Punkte. Der Sound ist, glaube ich, einen Ticken zu laut. Nicht von mir. Ich müsste nur etwas lauter sprechen, damit es auch funktioniert hier. Aber ich habe Nachbarn und es ist Sonntagmorgens 5 Uhr und ich glaube, die können mich hören, wenn ich lauter spreche. Ich glaube, der Sound ist ein bisschen laut. Aber vielleicht auch nur ein bisschen. Und vielleicht meine ich das ja auch nur. Ich müsste da mal reinhören, um das jetzt wirklich herauszufinden. So, Mission erfüllt. Wir hauen wieder ab, oder? Was meinst du? I can't believe Miss Helen's gone. Feels like it's going against the laws of nature somehow. I used to watch Helen's serials. She'd fall into mortal peril every couple episodes, but she always lived in the end. Oh, hier sprechen wir mit einem wahren Fan, hä? Also, es freut mich irgendwie, dass ich dir Eridanos zeigen konnte. Wie fühlt sich das denn jetzt an für dich? Breathtaking. Have you looked over the edge of the complex yet? Just watch the clouds turning? It's like an ocean without end. Es sieht wirklich beeindruckend aus. Eridanos and Olympus are the two biggest planets in Halcyon. King and Queen of the sky. Looking out to the horizon, I get this feeling that we're in the company of royalty. Eridanos is 100 times the mass of Terra 2, 800 times the volume, 10 times the diameter. We're flying through the tiniest layer of habitable atmosphere. Sometimes I can't believe how small my world used to be. My horizons were about as wide as the walls of Edgewater. Und jetzt schau dich an, eine Dame von Welt. Also ich bin froh, dass wir dich aus Edgewater rausgeholt haben. Genau, wollte ich auch gerade fragen. Wirst du den ganzen Trip über sentimental? Ich brauche eine konzentrierte Parvati. Also ich bin froh, dass ich dich da rausgeholt habe. I'm glad you landed in the Vale. Even if you did land right on top of Captain Hawthorne. You know what? I'm spoiling the moment. Let's get back to it. Okay, lass uns über etwas anderes reden. Yeah? I mean, what do you need? Captain? Ma'am? Lady? Geh du mal wieder zurück zum Schiff und mach schon mal Kaffee. Und schick mir die andere raus, Nyoka. Na, die holen wir noch, die holen wir noch. Alles gut. Wo ist denn... Dafür... Ach, da bist du. Oh, hoppla. Die Maus kann Kunststücke. Guess I ought to call you Inspector while we're on Eridanos. Ja, genau. Lass uns über was anderes reden. Something on your mind? Du hast ja gar nichts zu sagen dazu. Ja gut, dann war das wohl nicht die beste Wahl, dich mitzunehmen. Ja, na gut. Wir werden das Kind schon schaukeln. Oh, Captain, it's beautiful up here. Could we get more jobs like this one? Ja, ich glaube auch, oder? Eigentlich sind unsere Jobs doch schon erledigt. Obwohl, naja, wir wollten ja vorher noch einen trinken gehen. Ui. Ich will immer raus in die Third-Person-Ansicht, wenn ich hier draußen bin, aber das geht ja nicht hier. Hello, hello, hello there. Hope your atmospheric entry wasn't too troublesome. As a guest of honor, you deserve the best in comfort. Sublight Salvage and Shipping Underground, or Slug, as we like to call ourselves, is delighted to welcome you to Eridanos. I'm the Grand Colonial Head Bellhop. I'm here to grab your bags and direct you, the Inspector, to the Grand Ballroom, which was the scene of the crime.
Ja, vielen Dank, meine Dame. Ihr habt ein Schneckenproblem hier, jetzt echt? Na, hoffentlich geht das nicht über auf die Bedienung, hä? Obwohl, ich mag ja Schnecken. Haben kein Fell, also kann man nichts dran auszusetzen haben. Ja, kannst du mir nicht mehr über die Details des Mordes, kannst du mir nicht mehr darüber erzählen? Ich hoffe, das werden wir alles noch fragen können hier, oder? Aber Moment. Zu dem Mord später. Wie ist denn die Stimmung im Hotel? Sind viele Leute bestürzt? Hat sich das überhaupt schon rumgesprochen? Interessiert es jemanden? I'll say. There's nary a soul here who wasn't a fan of hers in some respect. Just about everybody's shocked. Some people are inconsolable. Hell, even Black Hole Birdie, Helen's beau, has wandered off. Some folks think he had something to do with the murder, but I don't believe it. I still don't understand why anyone would have it in for Ms. Helen. We should ask if they're comping the minibar. This might take a while, if you get me. Folks get heated when it comes to serials and their actors, I suppose. War sie dann eine umstrittene Persönlichkeit? Not particularly. But I think some folks were jealous of her success, or otherwise viewed her as a threat. Reckon how she came about her fame didn't help. Wie ist sie überhaupt so berühmt geworden? Why, she was a natural. People fell in love with her. She managed to wrangle up a following all on her own. She ended up about as famous and high-runged as your average VP, which rubbed a lot of Byzantines the wrong way. Actors ain't supposed to get preferential treatment. I imagine the admin briefed you about Helen's part in the Spectrum Brown unveiling. Too bad about the postponement. Not so terrible as Helen's murder, but still a crying shame. Diese Produktveröffentlichung, war das eine große Sache? No, das ist doch immer eine große Sache, oder? Aber ich dachte, du arbeitest für Slug, nicht für Rizzo's. I do. Rizzo's happened to rent out the Grand Colonial Ballroom from Slug for the unveiling. A nice mutually beneficial event. But the murder's gone and ruined that. Along with 9 out of 10 of my favorite cereals. Anyway, I think I've held you up long enough. Once you're ready, head down to the lobby. The ballroom is just behind the elevators. Meanwhile, I'll grab your bags. Also du musst mir keine Taschen abnehmen, ich hab nämlich keine. You're certain? All right then. Guess we can probably set you up with some spare uniforms if you must yours. Ja, dann krieg ich auch so eine coole Mütze, wie du da hast. Hallo. Slug Scharfschütze. I could have sworn you just said we aren't allowed to decline. Ein Feger. Sir, but the atmospheric complex is on complete lockdown. Greetings, Inspector. No need to check in here. Your paperwork has all been processed. You should be able to find the Colonial right ahead. Sublight Underground appreciates your patronage. Whoa. Oh my stars. This is the hotel? I only ever seen a place like this in periodicals. Or that one episode of Agent Khan. Ja, oder? Das ist schon ein bisschen protzig. It really is a terrible shame. I absolutely adored her cereals.
almost can't imagine someone wretched enough to do such a thing. You don't think a dissident could be here, do you? Get a hold of yourself. The administrator would never allow someone as dangerous as a dissident here. Moment. You are absolutely right. I think the idea of a psychopath wandering among us is just making me nervous. I was nearly attacked by a terror ray on my way here. Mr. Kincannon really knows how to run a hotel. Du weißt doch irgendetwas. Bist du das gewesen? You know, I never imagined Spencer Woolrich would outlive Halcyon Helen. Ja, okay. So funktioniert das wohl nicht. Ich dachte, man könnte jetzt hier abkürzen und gleich herausfinden, welcher Gärtner der Mörder war. There is. I spent 6,000 bits on a that has been postponed. I'll never get a chance to. Aber okay, wir folgen schon brav der Story. Geht das nicht? Länger? Länger gedrückt halten. Ooh, feels like I'm breathing rich people air. I'll bet you 10 bits this is all just some sort of publicity stunt. Meinst du? Mr. Kincannon really knows how to run a hotel. Ah, hab dich gleich wiedererkannt, meine Gutste. Du trägst ja hier die auffälligste Mütze, oder? The crime scene's awaiting, Inspector. Can't believe something like this could happen in my hotel. When I found her, I was just hoping she had a little too much to drink, but all the grievous bodily injury adds up, I suppose. Du hast die Leiche gefunden? Wieso hast du mir das nicht gesagt? Ja, wirklich. Also sie lag in einer Blutlache und dein erster Gedanke war, ich frag mich, ob sie betrunken ist? Aber warum hast du nicht gesagt, dass du sie gefunden hast? You didn't ask. Anyway, I'm sure you've got questions. Hast du denn irgendeinen Verdacht, irgendeine Ahnung, wer Helen das Licht hätte auspusten sollen? Oh, sollen wir so vorgehen? Sowas Freches sagen? Naja, interessant wäre schon zu wissen, was er denkt, wer die Hauptverdächtigen sind. Hoffentlich verdächtigt niemand uns. Everyone's got theories. I don't reckon mine hold much more weight than anyone else's. Hast du Helen denn am Tag ihres Todes gesehen? Of course I did. I just told you I found the body. Oh, wait. You mean when she was still breathing? Yeah. No, of course I didn't. Plus, it's untoward for an employee to speculate about the actions of a hotel guest. Not that I saw any hotel guests interacting with her. Also ich denke, wir wissen beide, dass du darauf brennst, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Honestly, you're more than a little right. I've been burning at the britches to share my theories. Day of her death, I saw Helen leave the hotel premises with the profit of profitability, and didn't see her come back. A little on the suspicious side, I think. Seemed especially strange, seeing how, as far as I was aware, the two didn't get on. Wieso haben sich Helen und die Prophetin nicht verstanden? Far as I can recall, Helen dismissed the lady's seminars in some kind of interview. Said her co-star used them, but she didn't. The top rungers are always ready to read between the lines of famous folks and seem to think the prophet was on her way out. Woman lost a ton of bits and is set to lose more. Und was hat's mit dieser Prophetin des Profits auf sich? Die ist ein Gast, oder? Yep. Gives seminars on increasing profit margins and the like. Can't say much else, seeing how I ain't in the gossip market. Zurück zu meinen anderen Fragen. I hope all that helped.
I'd like to be as useful as I can in the investigation. I just didn't want to steer anyone the wrong way. Kannst du mir mehr Details erzählen, wie genau du auf die Leiche gestoßen bist? Sure, I'd taken to checking the barroom every few hours prior to the unveiling. Just to make sure no sprats had snuck into the place. You understand. Found her right before I was set to head back to my room in the lower levels for my mandated 5-hour sleep period. Tell ya, thank the law for caffeinoid. Been too upset to get a wink of sleep since. And hey, now I can finally see smells. Hast du Helen getötet? Du kannst es mir ruhig sagen, wenn du es warst. Das bleibt unter uns. Das bleibt unser Geheimnis. Aber kannst du dir vorstellen, warum Helen nach Arbeitsschluss noch im Ballsaal war? Hat sie dort getrunken? Beats all hell out of me. Maybe she was, practicing for the unveiling? Und hast du sie getötet? Mir kannst du es ruhig sagen, das bleibt unser Geheimnis. What? No. Just because I found the corpse doesn't mean I made her a corpse. I was in shift all day. Besides, I loved Helen serials. Well, the old ones anyway. The newer episodes are hot junk on a warm day. Okay, zurück zu meinen anderen Fragen. Ich glaube, ich habe gar keine Fragen mehr. Sure. What's on your mind? Ja, auf Wiedersehen dann. Ich komme auf Sie zurück, junge Frau. Und wir? Oh, da ist noch so eine. Welcome to the Grand Colonial. Please make yourself at home. Na? Are you enjoying the amenities? Ja, ich denke, dann ist das hier versiegelt. Hello there, my inordinately esteemed guest. If my hello were any more earnest, this loudspeaker would explode. Oh dear. I'm sorry, but you don't seem to have a registered room key. If you've lost your key, why don't you pay the hotel concierge a visit? I'm sure she can get you a new one. Then you can come back, and I'll service all of your vertical needs. Oh. Ja, schön. Kannst du mir mal verraten, was wir jetzt hier machen? Ich denke, wir sollen hier einen Aufzug nehmen, oder? Oh wait, it's you again. Sorry, but you're really going to need a room key for me to let you up. Rules are rules. Wir haben gar keinen Schlüssel bekommen. The crime scene's awaiting, Inspector. Reckon you've got some more questions about the crime scene? Warum haben wir keinen Schlüssel? Ich denke, ich bin hier mit reingekommen, weil ich ein Zimmer habe. Habe ich gar nicht. Wir haben ein Rätsel. Habt ihr einen Schlüssel bekommen? I Pavati? always wanted to see Eridanos. Sky above, sky below, horizons without end. Thanks for bringing me along, Captain. Na gut, du hast den Schlüssel auch nicht. Und du? Guess I ought to call you Inspector while we're on Eridanos. Ja, du hast auch keinen Schlüssel. Ja, dann gehen wir eben nach Hause. Die haben uns keinen Schlüssel gegeben und so kommen wir ja nie hier rein. Aha. Lass mich durch, ich bin wichtig, ich muss mir das angucken, verstehst du? We're all part of the Rizzo's family. Genau, ich auch. My last quarterly review said I had an attitude problem. Morale improvement program fixed me right up. Ich gehe hier jetzt durch oder muss ich... Okay. Oh, thank the law. Inspector, you don't know how relieved I am to see you. Wer bist denn du? Haben wir uns schon mal irgendwo gesehen? Haben wir? Gendarmin Keen. Freut mich, dich kennenzulernen. Wir haben über Ätherwelle gesprochen. Ja. Constable Maria Keen. It's good to meet you in person, Inspector. Dr. Goodnight. Ecstatic to make your various acquaintances and so on. Are we finished with the pleasantries? There's something I'm excited to show you.
Was hast denn du da für mich? Du meinst den Weg zum Spa. Was hast du da für mich, Doktorin? An extraordinary contraption. You'll love it. Our coroner has developed a device which may prove useful in your investigation. Our office has instructed her to hand it over to you. Our office has instructed her to hand it over to you. Oh, please. You make it sound as if I'm turning over stolen goods. Behold, my discrepancy amplifier. Hold it in your hands. Feel the way it hums with ontological potential. Ja, interessant, interessant. Ich schätze, mit diesem Gerät nutzt deterministische Analyse. You're rather sharp in your upper story. I can see why you're the inspector. The discrepancy amplifier uses a deterministic model of our universe to detect the discrepancy between what should be and what actually is. Then it renders any discrepancies visible by using the power of magnification. Aha. Also ist das seine Lupe. Yes. It's a magnifying glass, but an extraordinarily powerful one. It looks through the glass of reality itself. I'm contractually prohibited from endorsing off-brand technology, but I'll bend that rule just this once. You'll want to peer into the amplifier and examine the crime scene. Niedlich, der Diskrepanzverstärker. Hallo, Inspektorin. Dank der halb genialen, halb wahnsinnigen Thesen von Dr. Goodnight bist du im Besitz des Diskrepanzverstärkers, einem praktischen Werkzeug für das Aufdecken von Spuren auf Eridanos. Bevor du deine Jagd nach Helens Mörder fortsetzt, solltest du den Diskrepanzverstärker in einem Waffenplatz ausrüsten. I, Inventar und weiter. Erst I, weiter. I. Ja, ich erinnere mich, wir haben ja hier schon den krassen, den PBK haben wir. Hersteller ist aber unbekannt. Wir haben die Schockkanone, Hyper, genau. Wir haben Finns Wucht. Ich hoffe, da ist auch ein Scharfschützengewehr dabei. Ich glaube, das ist schon von Spacer's Choice. Schaden pro Sekunde 630. Was braucht man mehr? Agony Hammersmith. Ja, okay, eine Nahkampfwaffe sollten wir eigentlich drin haben. Aber was ist mit der Schockkanone? Energiewaffe? Werden wir es mit Energiedingern zu tun bekommen? Ah, die richtet auch ganz viel Schaden an. Wir brauchen nur eine Sniper. Mehr brauchen wir doch nicht. Wir haben ganz schön viele Waffen hier noch zur Auswahl. Ah, der Schrumpfstrahler. Ja, ich erinnere mich. Tapferkeitsmedaille. Was für ein Schaden. Aber wahrscheinlich keine schnelle Feuerrate, oder? Magazingröße 36 schwer. Doch. So langsam ist das Ding auch nicht. Schockkanone. Ja, ich denke, die werden wir austauschen gegen den Diskrepanzverstärker. Von Force, Schaden pro Sekunde 25. Natürlich ist ja auch keine Waffe, ist ja der Diskrepanzverstärker. Stufe 1. Auf Stufe 1 ist der Fertigkeit. Handfeuerwaffen, Schaden 5. Magazingröße 15 Energie. Der von Dr. Goodnight entwickelte Diskrepanzverstärker ist ein induktiver Schlussfolgerungssimulator, der darauf spezialisiert ist, Diskrepanzen im Eridanos Atmosphärenkomplex zu erkennen. Das Gerät ist auf die starken Magnetfelder der Eridanos-Komplexes angewiesen und kann nicht an anderen Orten der Kolonie eingesetzt werden. Verkaufserlös 375 Credits. Sind das Credits hier? Gewicht 1 Pfund und Zustand 100%. Das ist doch gut. Gut, dann habe ich mich entschieden, dieses Teil hier rauszunehmen. Okay. Ablegen. Und das hier. Anlegen. Das geht ja einfach. Okay. Ha!
Scanne Eridanos nach Beweisen. Um Helens Mörder zu finden, wirst du durch das Visier des Diskrepanzverstärkers wirst du es nutzen müssen. Und damit findest du mit bloßem Auge nicht erkennbare Indizien. Sobald du einen Hinweis entdeckt hast, ziele mit angeschaltetem Visier darauf und drücke drücke die Interagieren-Taste. Was für ein Wort, um ihn zu analysieren für mich jetzt gerade mal. Okay. Aha, wir haben was gefunden. Put that away. You're making me nervous. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Da ist was. Ich hab doch was. The discrepancy amplifier is now operational. Greetings, designated inspector and/or unauthorized larcenist. This unit has detected a discrepancy related to Halcyon Helen. Unscheduled expiration of. Begin amplification. Ha, ich hätte gerne eine andere Stimme. Kann ich die Stimme irgendwo einstellen? So fies, dem Gerät einen Schlag verpassen, du redest, wenn du angesprochen wirst. Hörst du? Wissenschaft 45. Wie ich sehe, wurdest du mit einem modularen Analysesystem ausgestattet. Was kannst du sonst noch? The discrepancy amplifier has been programmed with advanced speech recognition, scientific analysis, and deterministic calculus protocols. Oh, you'll love this. Amplifier, tell the inspector about your features. Please do not interrupt the discrepancy amplifier. The discrepancy amplifier is programmed to take instruction from its registered or designated inspector. How curious. I must have set its impertinence levels to flagrant. This unit's features include an automated personality simulator. This unit has been programmed to simulate joy and satisfaction in assisting you. Ja, dann mal los. Erzähl mir von dieser Diskrepanz, die du da gefunden hast. This footprint stands out from the normally spotless floor of the grand ballroom. Typically, the ballroom is cleaned twice daily, which means this must have been made by either Helen or her assailant or assailants. Den Dreck probieren? Nicht unbedingt. Also Diskrepanzverstärker entsprechen diese Fußabdrücke irgendwelchen Daten, zu denen du Zugang hast. Footprint is a tailor-made 8.75, suggesting that its owner was very particular about their shoe size. It is also the exact size that Halcyon Helen typically prefers. There are traces of dirt throughout the footprint. Verstärker, kannst du den Dreck analysieren? Dann muss ich den nicht probieren. The dirt carries traces of fertilizer, as well as the faint signs of crushed purpleberries and grass. Grass, fertilizer, and purpleberries can all be found in the purpleberry orchards, located not far from the Grand Colonio. Also muss Helen vor ihrem Tod die Obstgärten besucht haben. This deduction appears sound. Good work, Inspector. I had a feeling we'd make some progress once we brought you onto the case. You'll need Administrator Ludovico to grant you access to the orchards. Contact him through the secure access terminal in your penthouse suite. Check in with the concierge. Your room should be ready by now. If it isn't, I may have to go shake someone by the collar. Genau. War's das? Oder ist da noch mehr? Die Flasche, können wir die Flasche nicht untersuchen? Da ist ein B. This is a bottle of unreleased Rizzo's product. Helen appears to have attempted to use it to spell something as she expired, but all she managed was a sticky B. Welches unveröffentlichte Produkt von Rizzo's?
Rizzo's Spectrum Brown has not yet been released for consumption. Spectrum Brown was scheduled to be unveiled at the Eridanos Atmosphere Complex in partnership with Halcyon Helen. Was, wenn das B für Spectrum Brown steht? Now calculating likelihood of Halcyon Helen using her final moments to endorse Rizzo's Spectrum Brown. Low to moderate likelihood. Schon klar, schon klar. Ist Black Hole Bertie nicht hier untergebracht? Correct. Bertie Black Hole Holcomb is a registered guest at the Grand Colonial Hotel. Also sonst noch jemand, von dem ich wissen sollte? Accessing guest database B. The Grand Colonial Hotel is proud to serve the following VIPs. Bertie, Black Hole. Burbage 3001. Na, vermerke das mal für später. Verstärker. This evidence has been recorded for later reference. Now generating pre-approved compliment. Splendid work, Inspector. Doch, eine Komplimentmaschine. Ja, schön. Warum gibt's sowas denn noch nicht? Ja, danke. Tu mal nicht so gönnerhaft. Danke. Vielleicht war es der Verstärker. Wir suchen erstmal diese Obstgärten auf. Ich würde ja gerne mein Zimmer sehen, aber irgendwie hat man mir gar keinen Schlüssel gegeben. Was ist mit dir? Hast du einen Schlüssel? Leihst du uns deinen? Something I should know? Also ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, Gendarmin. Und... Are you asking me these questions in an official capacity? Yep, meinen Inspektorhut auf. Also ich hatte gehofft, etwas zwangloser ein paar Worte mit dir wechseln zu können. I appreciate the gesture, Inspector, but I'm on duty. If you'd like to speak informally, you may visit my office during my scheduled socializing hours. Please, ask your questions. Okay. War die Leiche schon tot, als sie gefunden wurde? Nein, Quatsch. Wer hat die Leiche gefunden? Das wissen wir ja auch. Norval, head bellhop. He was understandably distraught. I believe his feelings were genuine. He's a remarkably poor actor. Hotel security corroborates his whereabouts during the murder. I haven't included him in my list of suspects, but neither am I convinced of his innocence. Der junge Norville ist schon ein wenig verdächtig. Gibt es denn keine Zeugen für den Mord? Das würde viel einfacher sein, wenn das jemand gesehen hätte und sagen könnte, wer das gewesen ist. Und ja genau, was war denn die Mordwaffe? Wisst ihr darüber was? There's no sign of the murder weapon. Whatever it was that killed Helen, the killer took it with them. Frankly, I'm having trouble imagining exactly what it was that killed her. Und gibt's keine Zeugen? If there were any witnesses, none came forward. Ballroom cameras were also offline at the time of the murder. Helen was very particular about having cameras on her. Security footage would have constituted documentary filmmaking. Can't afford that. Hast du denn Verdächtige? Spencer Woolrich and Bertie Holcomb are officially persons of interest in this investigation. I've mostly ruled out Mr. Woolrich, leaving Bertie Holcomb as my lead suspect. Let me rephrase that. He's your lead suspect. I've been instructed to turn this case over to your capable hands, while I continue to serve as a consultant. Ein Wurfball, Star und ein Schauspieler sind also deine Hauptverdächtigen. I know. This entire affair is beginning to sound suspiciously like a 2-bit serial. Mr. Woolrich was Halcyon Helen's professional rival,
It's possible jealousy drove him to take Helen out of the picture. I apologize for the wordplay. Conversely, Mr. Bertie Holcomb was Helen's paramour. The relationship was reportedly dissolved. I can't rule out her murder as a crime of passion. Bertie und Helen hatten eine Beziehung, aber das macht ihn noch nicht zum Verdächtigen. Mr. Holcomb was in a romantic relationship with Helen. This alone is not enough to make him a lead suspect, but he does play tossball. Black Hole Bertie currently holds the record for most non-consecutive blows to the head. His tendency toward irrational and violent behavior is well documented. Warum würdest du Spencer Woolrich als Verdächtigen eher ausschließen? Woolrich thinks of himself as a serious and distinguished actor. He was frequently cast in demeaning roles, while Helen played the charismatic heroine. He has reason to be envious. I considered the possibility that Woolrich killed Helen in order to eliminate a rival and advance his own career. But my reasoning collapsed under closer scrutiny. Woolrich owes his career to Helen's dramas. Her death likely harms his long-term prospects. I'm struggling to determine a motivation for him, so I've largely ruled him out. Na, dann hätte ich noch ein paar andere Fragen. Please, ask your questions. Das war's erstmal. Anything else? Also, ich finde schon, dass wenn wir zusammenarbeiten sollen, dann sollten wir uns besser kennenlernen. I'm afraid I must decline. It isn't personal, Inspector. I'm just on duty right now. Talk to me later, after you've met with Administrator Ludovico. I'll make time to chat. Na schön, dann war's das, glaube ich. You've got my cooperation. Das war's. Anything else? Das war's. Und du... dich kennen wir ja schon. Und du, was machst du heute Abend so? The Purpleberry Orchards. And a footprint. Inspector, that was absolutely marvelous. Beautifully deduced. With the help of my discrepancy amplifier, of course. Da würde ich mich doch gerne mal mit dir unterhalten. Ah, I was waiting for this. Yes, of course. I'm only too eager to cooperate. Erzähl mir von der Leiche. Was war die Todesursache? My apologies, Inspector. I've not yet finished my autopsy. Come back later? Na gut. Dann würde ich gerne etwas mehr über dich erfahren. Oh, why, I'm flattered, Inspector. Let me think. I've worked at the Grand Colonial for about as long as it's been around. Prior to that, I lived in Byzantium, but I always felt like it was missing something. And that something turned out to be corpses. Byzantium has much in the way of luxury, but examining the dead does not rank amongst the preferred activities of the elite. Ja, das klingt, als würdest du den Pathologenjob mögen. Absolutely. Usually I'm just a medical practitioner, so I almost never get to deal with anything as unique, or as quiet, as a corpse. The most interesting thing I saw prior to this was the back of Mr. Woolrich's throat after he blew out his vocal cords shouting at an attendant. If I weren't here, I'd be back in my quarters, rewatching Byzantium in the spring, or working on my automatic sprat peeler. Wo wir gerade über Erfindungen sprechen, ich bin neugierig, was den Diskrepanzverstärker angeht. Oh, good. One of my favorite subjects. Ask away, my dear. Ask away. Ja, was passiert eigentlich, wenn er kaputt geht? Ich ihn verliere oder so? I still have the blueprint and several extra prototypes floating around, but I might recommend you try to be careful with it. Some of the amplifier's internal components are rare, shall we say, and I don't have an indefinite supply.
Das ist ein mächtiges Gerät, ja? Warum hast du ihn mir anvertraut? Because you're the inspector. I should think that's rather obvious. Mir gefällt, wie du denkst. Ich kann tun, was ich will, weil ich die Inspektorin bin. Ja, prima. Ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Deine Mitarbeit macht meinen Job um einiges leichter. I'm only too eager to give you my cooperation, Inspector. It's been my dream to see my beloved amplifier put to good use in the field. I invented the discrepancy amplifier to assist me in my own medical work. When you were hired to investigate Helen's death, I realized I had my own part to play. I programmed the amplifier to assist you. I'm entrusting it to your care because I want to see my invention help a brilliant inspector solve the murder of the century. Aha. Du willst also als die Erfinderin berühmt werden, die die Ermittlungen an Helens Mord möglich machte? You don't miss a thing, do you, Inspector? I can see why the constable recommended hiring you. Think of the amplifier as my gift to you. May it avail you in the swift and efficient prosecution of justice. Und wenn sie das am Ende gewesen ist, damit sie ihr Ding besser verkaufen kann? Warum hast du den Verstärker erfunden? I didn't expect an existentialist question so early today. It's a need. Just as sprats feel they must breed, or canids feel they must brutally maul each other, I feel the need to create. Naja, Medizin. Also, was hat denn dieser Verstärker eigentlich für einen medizinischen Nutzen? Der scheint mir ja nicht gerade so in dein Berufsbild zu passen. You're smarter than I look. Guess there's no shame in telling you exactly what it is you're using, seeing how you're so curious. As it so happened, my husband was mortally wounded in a marauder raid about a year ago. Wasn't going to live more than a few hours. I happened to have an excess of preservative fluids, a scanning device in need of a central processor, and a sudden burst of inspiration. A tragedy doesn't mean you can't be proactive. Also wenn das Gehirn deines Mannes im Verstärker steckt, dann bin ich etwas überrascht, dass du ihn mir so einfach gibst. Technically, it wasn't his whole brain, just a small cross-section, enough to operate the amplifier. But giving the amplifier to you is better than letting it rot in a closet somewhere. Besides, my husband was the prior constable. He would have wanted his brain used for the pursuit of justice. Aha. Interessant. Also sind wir jetzt eigentlich zu dritt, zu viert sind wir schon unterwegs jetzt. Okay, zurück zu meinen anderen Fragen. You sure you don't want to know anything else? Oh, all right. We can change the subject. Also was diesen Diskrepanzverstärker angeht. Oh, good. One of my favorite subjects. Ask away, my dear. Ask away. Ich habe da keine weiteren Fragen dazu. You sure you don't want to know anything else? Oh, all right. We can change the subject. Ja, okay, dann reden wir ein andermal miteinander. Aber ich behalte dich im Auge. Ich merke mir deinen Namen, Dr. Goodnight. Goodnight, ein schöner Name für einen Doktor. Ui, das ist ein Bit-Modul. Ist das ein besonderes Modul oder das übliche? Ein Modul, auf dem eine gewisse Menge Bits gespeichert wurden. Hauptwährung in der Kolonie. Ah, das sind Bits hier.
Naja, da muss ich erstmal wieder reinkommen. Die Bits, bei Bits handelt es sich um eine elektronische Währung, wie von gewaltigen Prägecomputern, die von gewaltigen Prägecomputern des Erdenrats direkt auf der Erde generiert wird. Bits bestehen aus nicht duplizierbaren Codes und Chiffren, die von einem Datenmodul auf ein anderes übertragen werden können. Und die darf ich nehmen. Nice. Und was ist hier noch? Ist ja nicht. Tja. Aber so ein Ding wollte ich schon immer mal haben. Halcyon Helen stellt Resource Spektrum Braun vor. Entwurf Nummer 3. Ich bin Halcyon Helen und mit größter Freude heiße ich so viele wichtige und wohlhabende Gäste zur Enthüllung von hier ausreichend Gravitas Resource Spektrum Braun willkommen. Dachtet ihr, mit Spektrum Block Black wäre schon der Gipfel der Qualität erreicht? Keineswegs. Jetzt können eure Geschmacksknospen neu erblühen mit dem wunderbaren Spektrum Braun. Gerade bei der sanften Note von irgendwas Gutklingendes ist im Prinzip egal. Merkt man, dass Resource mit ihrem neuesten Getränk größten Wert auf Qualität legt. Braun enthält zudem eine geheime Zutat, die es in keinem anderen Getränk gibt. Mit jedem erfrischenden Schluck werden auch die Augen vor Freude aufgehen. Vielleicht hat das ja etwas mit... was sagen wir hier? Da ist ein Wurm in der Flasche. Dem ungewöhnlichen kleinen i-Tüpfelchen am Boden der Flasche zu tun. Vielen Dank, dass ihr alle zu dieser Enthüllung kommen konntet. Ich danke auch Rezos, die mich hier sprechen lassen haben. Und denkt daran, trinkt den braunen Kartoffelsaft. Er macht dich froh, er bringt dir Kraft. Aha. Wo ist der Wurm? Ist das? Ui, darf ich mal probieren? Ist dir nur so ein Schluck? Okay. Ich hab schon... danke. Wo ist der Wurm? Jetzt haben wir Würmer. Oh, nimm dir auch ein paar Flaschen mit? Ich glaube, bei mir passt nichts mehr. Guckst du, da unten. Alles voll. Die brauchen die doch eh nicht mehr. Die ist doch schon... Ui. Aha. Ich verstehe. So, also rekonstruieren wir das mal. Sie hat hier gestanden und geübt. Sich das Bild von sich selbst angeguckt. Oh Mann, sehe ich gut aus. Und ist dann hier rum, denn hier vorne war es viel zu eng, um hierher zu gehen. Ja, doch hier. Vielleicht hat sie den kürzeren Weg genommen. Ist hier rum, kam aber nur bis hier und ist dann gestürzt. Und irgendwer kam hin und hat so ein weißes Zeug um sie herum gemalt und eine Flasche liegt da auch noch. So, Fall gelöst. I knew I should have gotten her autograph when I had the chance. You think these people have never seen a corpse before? Ich war das aber gar nicht. Schöne Vorhänge. Concierge? Guten Tag. I'm sorry, ma'am, but while the hotel is an active crime scene, I regret to inform you that all new bookings, room upgrades, room downgrades, and in-room massages are
Oh, you're the special inspector. Mr. Kincannon warned me you'd be checking in soon. Okay, hast du meinen Zimmerschlüssel? Moment mal, wer hat was gesagt? Warum sagen die sowas immer über uns? Why, you? Nein, nicht die Sonderinspektorin. Ich meinte deinen Boss. Oh, Mr. Kincannon. He runs all Sublight Underground operations in the Eridanos atmospheric complex, including the Grand Colonial Hotel. But he keeps his office down in the warehouse district, near the docks. If you should require to meet with him in person, you're most likely to find him there. While you're here, Inspector, could I set you up with a room? Naja, zum großen Ballsaal sind wir ja gekommen schon, oder? Aber erklär du es nochmal. Ich möchte das aus deinem Mund hören. Oh, the ballroom's right behind the tower elevators. Swing a left or a right, then cut through the crowd of spectators. You can't miss it. Hey, zeigst du uns... The Grand Colonial Front Desk warmly welcomes you, Inspector. It's a pleasure to see you again. How may I be of assistance to you, Inspector? Wow, die hat sich unser Gesicht gemerkt. Ihr habt hier doch einige Berühmtheiten als Gäste, richtig? Was kannst du mir über sie erzählen? My apologies, Inspector, but that would be a severe violation of guest privacy. We here at the Grand Colonial firmly believe that... All right, my supervisor just walked out of earshot. Some folks just don't understand the importance of gossip. About whom? And what would you wish to know? Ist dir an Halcyon Helens irgendetwas aufgefallen vor ihrem Tod? You know, out of everyone here, I probably knew the least about Helen. I'm not much of an Aetherwave watcher myself. And Helen always had a crowd of admirers chasing her, you see. So she rarely stopped to chat. Friendly enough, surely, but always seemed untouchable. Emphasis on seemed. Ist dir an Helen irgendwie jemals irgendwas Seltsames aufgefallen? Now that you mention it, she was usually calm and collected, but every so often I'd see her looking all wild-eyed and intense. It seemed as if she was determined about something. Or maybe she was just hungry. That woman ordered a lot of food. Maybe show business gives you a faster metabolism. Was ist mit Black Hole Bertie? Das ist auch hier untergekommen? Ah, Bertie. Is he bigger than he is dumb, or dumber than he is big? I have a bet with a friend. Not sure we'll ever get it to pay out. Bertie used to be Helen's beau, though he isn't anymore, and not just because she's dead. If I had 1,000,000 bits, I'd spend every one just to learn what caused their split. Aha. Hier geht es eine Art Produktivitätsguru oder? Was produziert die? Her deal? Not making them. I'd laugh at my own comment, but everyone knows there's no bigger joke than the prophet of profitability herself. Didn't you hear Helen's interview? That woman is the definition of humbuggery. Anyone who gives her the time of day is a right fool. I mean, Spencer Woolrich has taken several of her productivity seminars, and look where it got him. Don't waste your time. Helens Co-Star, Woolrich? Hat einen Grund, sie tot sehen zu wollen? If looks could kill, he'd have put her in the ground 10 times over. Man's clearly jealous of her success compared to his. See, I'd bet we're the only two people thinking about him in all of Eridanos. And I only am because you mentioned his name. If you leave woolly cow milk out, it turns to curds. Leave the curds out, they begin to get stale, then rot. Woolridge is on his way to the trash bin, and everyone knows it.
Either he's in denial, or he knew Helen would be checking out soon, judging by his increasing demands for a room upgrade. Scheinbar war das erstmal genug, oder? That's a shame, Inspector. What if I wanted to know a little about you? Ja klar, schieß los. Dann würde ich sagen, Pech gehabt. Also ich bin freischaffender Captain, ich verändere die Kolonie, ein hochriskanter Einsatz nach dem anderen. A dashing gunslinger type, then. I'm sure the investigation will turn out splendidly in your hands. Or at least Mr. Kincannon seems confident enough to believe so. Kann ich denn? Das Grand Colonial ist auf jeden Fall interessant. It certainly is a marvel of modern ingenuity, luxury, and ambition. Please, allow me to answer any curiosities you might have about our building and the amenities on offer. Also über die unteren Etagen redet kaum jemand, oder? Who would be interested in a staff-only area? Most folks never ask about the sewers beneath Rizzo's plant, either. Ich schätze, du zählst dich nicht zu den anderen Arbeitern. Oh no, Inspector, ma'am. I live down there too. But that doesn't mean I plan to abide in the bowels of the Grand Colonial forever. The best thing about Sublight compared to other organizations is the potential for upward mobility. We bottom rungers get in, do our job, do it well, then move up and on. This is but one rung on the grand ladder of life, you see? Was ist denn so besonders an den oberen Etagen? Gibt es da irgendwas? Most certainly. All the important folks can be found in the utmost parts of the hotel. You can hardly walk 3 feet without bumping into a tossball grate or a bored exec. Though maybe don't bump into them. Could be harmful to your health. Und das Penthouse, was hat das denn zu bieten? Twice the size of the next biggest room, and kitted out with any amenity you want, as well as many that you won't. Best to enjoy it while you can, Inspector. Typically, the only people who can afford the penthouse suite have enough bits to suffocate everyone on Terra 2. Also, please inform me if Woolridge gives you a hard time about getting a better room than his. Don't tell him I said this, but everyone on staff wants to strangle him. Erstmal genug zum Hotel. If you're sure. Die VIP-Gäste-Etage, ich bräuchte da Zugang dazu. I'd love to, Inspector, but I don't really have the authority. Moreover, the guests were promised exclusivity. If I let you up there, I'll never hear the end of it. Ach komm schon, ich will doch den Mörder fassen. Du willst doch auch, dass ich ihn fasse, oder? That's a good point. If they give me guff, I can just tell them that they're obstructing justice. That has a nice ring to it. Let me just set you up with VIP guest floor access. Done. You can now come and go as you please. Und mein Zimmer, ist das mittlerweile bereit? Ah yes, we are most pleased to offer you our grandest of grand accommodations, Inspector. The penthouse suite on our topmost floor is now available for you. The last guest left her belongings behind when she vacated unexpectedly, so we needed a little time to tidy the suite up for you. Simply call the elevator in the lobby and our highly skilled operator will deliver you to your private floor with efficiency and cheer.
Ja, prima, vielen Dank und auf Wiedersehen. Wow, die hat uns aber ganz schön weitergeholfen. Bleibst du hier? The Grand Colonial Front Desk warmly welcomes you, Inspector. It's a pleasure to see you again. How may I be of assistance to you, Inspector? Auf Wiedersehen. Ja, die war doch nett. Aber irgendwie auch sehr gesprächig. Ich will nicht wissen, was sie über uns erzählt nachher, dem nächsten Gast. Guten Tag. What floor would you like to visit? Ich... Wo gehören wir eigentlich hin? Bring mich zur Penthouse Suite. Next stop, the finest seat in the house. Oh. Gibst du uns Schnaps? Zigarettenhaufen. Wer war das? Angesichts der Zahl der Zigaretten hier wurde die Lebensspanne der rauchenden Person wohl um etwa 11,2 Jahre verkürzt. Aha, was ist das? Prophetin des Profits-Flyer. Eine Broschüre, die die Vorzüge eines Produktotherapie-Seminars bei der berühmten Prophetin des Profits, Jasmin Leiva, im Naturverwertungsreservat anpreist. Leite mit ihrer patentierten Methode ungünstige Säfte aus deinem Körper aus, die dich von deinem wahren produktiven Potenzial trennen. Ach, so nennt man das. Ja, okay. Hey, was ist das? Haben wir kein Licht? Oh, hoppla. Das wollte ich gar nicht erst. Aber jetzt sind wir einmal hier. Aber okay. Ich wollte den Pip-Boy eigentlich die Taschenlampe einschalten. Schick, schick, schick. Ach, Moment mal, Sam? Sam kennen wir doch. Ellie? Oh. Oh, das ist ja alles hier. Jetzt sehe ich das erst. Du bist ja auch hier, Nyoka. There is such a thing as too clean. We ought to break open a few bottles and have some fun. Make a mess. Live a little. Genau. Mach du schon mal. Und wie fühlst du dich hier so? There's no room service, right? Just asking. Ja, ich glaube, doch, guck dich noch mal hier um. Ich glaube, die haben alles, Sam. Pigsty, slovenly. These premises are unsuitably disordered. Ja, in der Tat. Wir hatten hier alles geraucht und sowieso und überhaupt. Und Ellie, was sagst du dazu? Die anderen sind wahrscheinlich auch alle noch hier, oder? I call the big bed. Anyone wants to challenge me, we can play a hand of cards. Oh, okay, abgemacht. Ermittlungsbrett. Diese Tafel ist mit losen Fotos und Dokumenten gespickt. Ja, die Tafel genauer untersuchen. Was haben wir denn bis jetzt? Ein leeres Notizbuch liegt geöffnet neben einem Stapel unbeschriftetem Papier. Es sieht aus, als wollte jemand etwas festhalten, hatte aber keine Gelegenheit mehr dazu. Okay. Ja. Okay, das ist ja ziemlich einleuchtend. Mit Formeln berechnet auf jeden Fall. Ach. Das ist einfach nur eine Fotowand, oder?
von Orten, die wir irgendwann mal besucht haben. Und das hier? Bekanntmachung für vorschriftswidrige Ausrüstung. Diese Bekanntmachung wurde an einem Objekt, Peripheriegerät, persönlichem Besitz befestigt, welches Hotelvorschriften überschreitet oder anderweitig verletzt. Solange der Gegenstand auf Hotelboden verbleibt, werden pro Tag eine Strafgebühr von 500 Bits fällig. Bitte entferne das Objekt, Peripheriegerät, persönlichen Besitz, so bald wie möglich und bezahle ausstehende Gebühren. Sind die verrückt? Oh. Wir hatten das Ding mitgebracht. Was du das? Zahlst du das? So this is what a clean room smells like. Ui. Wo ist denn der andere? Hm. Dark Matter Riegel. Oh ja, klar, für später. Und Borstwurst? Wer hat sich die gerade warm gemacht? Ich hab die jetzt, ich esse die. Wenn die keiner will, nehme ich das. Schönes Feuerzeug. Wir beklauen uns gerade wieder selbst, oder? Sieht so aus, ja. Lasst eure Bitmodule nicht überall rumfliegen. Ich sammle die alle ein. Oh. Okay. The longer we stay here, the more I can feel my mind softening. Ja. Ui. Aha. Wir schlafen alle in einem Raum? Timeline discrepancy detected nearby. The imprint left inside this suitcase matches the silhouette of Halcyon Helen's iconic handgun, the Needler. The weapon was recently removed. Aha. Wo ist sie? Das ist ein ganz besonders schönes Feuerzeug hier. Ja. Da stimmt doch was nicht. Irgendetwas macht hier Geräusche. Hehehe. Ohrringe. Also, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, dann meldest du dich schon, wenn da irgendwas ist, aber hier macht doch irgendwas krasse Geräusche, oder nicht? Wo ist denn ihre Waffe, die verschwunden ist? Warum gibt's hier so komische Geräusche, hä? Hoppla.
Das tat gut. Oh. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Helen, where did we go wrong? Oh, Lowell, I'm so sorry. That didn't mean for... Helen, I love you. I love you so much. Was ist denn da passiert? Okay, und was ist das? Kontaktiere Administrator Ludovico. Inspector, I understand you've visited the scene of the crime. Halcyon Helen was an important cultural icon. She will be sorely missed. Also du klingst nicht gerade aufgebracht über ihr Ableben. Ja, wir können ja nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Du meinst Ruth Bellamy? Halcyon Helen war nur ein Charakter. Halcyon Helen was more than a character. She was a brand. Her death will now be associated with Rizzo's Spectrum Brown. You understand why that worries me. Ja, würde ich auch sagen. Nutz das doch einfach als Werbung. Rizzo Spectrum Brown, es haut dich um. Na klar, du willst nicht mit einem Getränk in Verbindung gebracht werden, das Menschen tötet. I do not. Spacer's Choice has that market cornered. Back to the matter at hand. Tell me about your investigation. Okay, wir müssen nicht alles verraten, aber ich traue dem nicht. Ich traue niemandem. Also überzeugen wir ihn. Ja, ich habe da eine Spur. Ich kann dir den Grund nicht verraten, aber ich brauche Zugang zu den Obstgärten. Your discretion is appreciated. I admit, I'm beginning to feel more confident in this arrangement. Here, I'm granting you access through the gates to the orchards. You're officially authorized to see this investigation through to the end. There is one caveat. Cedric's being rather intransigent about letting you into the spaceport. Possibly he's trying to hide something. Possibly he wants to annoy me. Possibly both. Ja genau, kriegst du deine Leute etwa nicht unter Kontrolle? Na gut, ich werde das wohl im Hinterkopf behalten. You have a lead to chase. Law speed, Inspector. Ich komme wieder. Wir kommen alle wieder. Das ist gar nicht unser Apartment, oder? Ich krieg's wieder voll mit hier alles. Ich dachte, wir wohnen jetzt hier. Ach, dann hatte die so ein teures Gerät. Ja, aber das ist doch unser Apartment, denn wir haben doch hier... Wir untersuchen doch die Untersuchungen. Die haben wir doch hier gestartet, oder nicht? Natürlich ist das unser. Wir wohnen in dem gleichen Apartment, in dem auch sie gewohnt hat. Jetzt. Ja, jetzt ist der Groschen gefallen. Hat sie denn irgendwelche interessante Post bekommen? Das Grand Colonial Hotel, persönliches Terminal. Willkommen, R. Bellamy. Nachrichten. Bitte eine Option wählen. Von Administrator Ludovico betreff dankbar. Mrs.
Helen, danke sehr, dass du den Eridanos Atmosphärenkomplex als Standort für deine nächste Werbe- und Marketingkampagne gewählt hast. Indem du das Produkt Spectrum Brown unterstützt, schließt du dich einer Revolution auf dem Markt für Freizeitgetränke an. Wenn nicht der Kultur von Halcyon selbst. Gemeinsam werden wir die Welt verändern. Hochachtungsvoll, Quinton Ludovico. Aha. Da war er noch überzeugt von dem Drink. Und dann von Prophetin des Profits, meine ich. Also Prophetin des Profits an Bellamy Ruth. Betreff enttäuscht. Warum bekommen wir denn sowas alles zu sehen? Helen, ich verstehe nicht, wieso du und ich Freunde sein müssen. Sind wir nicht beide Zweige desselben privilegierten Baums? Du beherrschst das Publikum mit deinen meisterhaften Darbietungen auf der Ätherwelle und ich beherrsche die Aufmerksamkeit unserer Unternehmensführer. Wir sind beide kulturelle Ikonen mit der Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich bin enttäuscht, dass du meine Seminare öffentlich und auf offiziellen Kanälen beschimpft hast. Besonders empört bin ich über deine Charakterisierung meines letzten Seminars. Vorkämpferprojekte, wie Mitarbeiter motiviert werden können, uralte Waffen zu benutzen, als ein, ich zitiere, unsinniges Eitelkeitsprojekt eines waschechten Clowns. Das ist eine Kampfansage. Erwarte bald von meinen persönlichen Revisoren zu hören. Hochachtungsvoll, Prophetin der. Mit Geld kann man kein Glück kaufen. Und andere Lügen, die wir uns selbst erzählen. Ein neues Seminar von der Prophetin des Prophets demnächst. Das kommt gut. Eigenwerbung machen. Und dritte Nachricht von Kincannon Cedric an Bellamy Ruth. Betreff kostenloser Ratschlag. Oh, Mrs. Bellamy, du bist eine talentierte Schauspielerin. Ich habe große Freude an all deinen Rollen im Laufe der Jahre gefunden. Besonders gut hat mir deine Darbietung in Schrecken von Monarch gefallen. Ludovico weiß Serien nicht zu schätzen. Vielleicht liegt es daran, dass er es nie merkt, wenn er zum Narren gehalten wird. Er denkt immer noch, dass du hier bist, um Spectrum Brown zu vermarkten. Dein Auftritt hat ihn überzeugt. Ich habe das Gefühl, dass ich weiß, was du vorhast. Es ist immer ein bisschen enttäuschend, wenn das Publikum der Handlung ein paar Schritte voraus ist. Mit besten Grüßen, Cedric. Hacken 100, gelöschte Nachrichten wiederherstellen. Haben wir Hacken 100? Hacken benutzt, haben wir. Von unbekannter Kunde, ja klar. Brauchten wir doch für irgendeine Spezialwaffe oder so. Ja, an Bellamy Ruth auch Betreff nicht gefunden. Verschlüsselungsfehler, Nachricht fehlerhaft, Speicher beschädigt, wiederhergestellte Daten werden angezeigt. Kennt die Wahrheit, bitte beeil dich. Weiß nicht, wie lange ich das noch... Und das war's. Eine Nachricht von unbekannter Kunde an Bellamy Ruth Bellamy. Betreff nicht gefunden. Auch ein Verschlüsselungsfehler, Nachricht fehlerhaft, Speicher beschädigt, wiederhergestellte Daten werden angezeigt. Kenne die Wahrheit. Bitte beeil dich. Weiß nicht, wie lange ich das noch... Das war doch das gleiche wie gerade. Zurück zum Stammverzeichnis. Ach so. Moment, aber da ist doch noch etwas. Ach so, Gespräch verlassen. Okay. Gästewarnungen, Bekanntmachung. Bitte eine Option wählen. Deine Sicherheit ist deine Verantwortung.
angesichts der jüngsten unglücklichen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Tod einer beliebten Kulturikone haben wir im Grand Colonial die Anzahl der bewaffneten Wachen für nur einen geringen Sicherheitsaufschlag verdoppelt. Aufschlag nicht erstattungsfähig. Das Grand Colonial ist nicht verantwortlich für Tod oder zur Zerstückelung, die außerhalb des Hotelgeländes geschehen. Okay, und dann war's das. Na, wir haben aber noch ein bisschen was herausfinden können. Da geht's gar nicht weiter. Okay. Dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich zum Obstgarten gehen. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.